Hallo, ich bin der Gunnar vom Targo Experience Research Team und ich war vor einiger Zeit mit dem Uwe im Steinernen Meer unterwegs und habe ihm eine kleine Legende erzählt, eine kleine Geschichte über Riesen, Bauwerken von Riesen und einem kleinen Detail am Rande, das wir da jetzt kurz ein bisschen näher erläutern werden. Ich werde ganz kurz was vorlesen aus dem Buch der Christa Zettel, Die Reiserouten der Götter, wo auch Riesen erwähnt werden, wie unter anderem im Koran, in der Bibel, überall auf der Welt haben wir Mythologien und Legenden über Riesen. Die Riesen der zweiten Rasse setzten ihre Zeichen auf Berghöhen und erbauten Heiligtümer in den Bergen Afrikas, Europas, am Kaukasus und in Asien. Diese Riesen betrieben Kosmologie und Metallurgie und galten als große Magier. Im Zentrum ihrer Religion stand der Kosmos. Vermutlich sind sie die Ad oder Atlanter, die Nachfahren der ersten Atlanter, von denen der Koran berichtet. Die ersten Ad kennt niemand außer Gott, denn nichts blieb von ihnen übrig als ihre Wohnungen. Die Ad waren Riesen und hatten auf allen Höhen Zeichen errichtet, wohnten in Burgen und herrschten wie Tyrannen. Eine weitere Legende besagt, dass diese Gebäude, die von den Riesen erbaut wurden, im Sonnenlicht wie Gold glänzten. Ich war vor einiger Zeit schon einmal im Steinernen Meer und habe einige Tage da draußen verbracht und unter anderem an einem Abend einen Sonnenuntergang beobachtet. Und in dem Gebiet findet man eine ganz spezielle Art von Granit mit relativ großen Quarzkristalle, die wunderschönes Sonnenlicht spiegeln. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann am Video. Ich habe mich dann auf den Stein hingelegt und den Sonnenuntergang beobachtet. Und je tiefer die Sonne gesunken ist, umso mehr ist das Sonnenlicht Richtung dunkelgelb und orange gegangen. Und genauso hat sich natürlich die Spiegelung in die Kristalle verändert. Bis hin zu einem Kupfer-Gold schimmernden Lichtstrahl, der von den Kristallen reflektiert worden ist. Da ist eine glattere Fläche drauf, wo man das vielleicht ein bisschen erkennen kann. Ich glaube, es ist schwierig in der Kamera. Da ist mir die Idee gekommen, in Bezug auf diese Legende, dass von der Ferne betrachtet, bei Sonnenaufgang oder bei Sonnenuntergang speziell, diese Strukturen das Sonnenlicht in einer Art gespiegelt haben könnten, dass das wirklich ausgeschaut hat, wie wenn das ganze Gebäude aus Gold erbaut wäre. Das ist nur eine von meinen Ideen in Bezug auf alte Legenden und die Erwähnung von Riesen und Riesenbauwerken, die vermutlich auch bei uns hier ihre Niederlassungen hatten. So. Sehr zu empfehlen, Uwe. Das leiche dir vielleicht einmal.